Der Chef im Satz, Nominativ einfach erklärt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer brandneuen Grammatikserie. Lena, schön, dass du wieder mit am Start bist. Heute knöpfen wir uns ein Thema vor, das wirklich das A und O im Deutschen ist. Die Fälle, auch Kasus genannt. Ein Wort, das bei vielen erstmal die Alarmglocken schrillen lässt, oder? Oh ja, definitiv. Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv. Das klingt nach trockener Theorie und vielen, vielen Tabellen. Muss das wirklich sein, Anna? Kommt man da nicht irgendwie drum herum? Die Hoffnung stirbt zuletzt, was? Aber ganz ehrlich, Lena, die Fälle sind wie das Navigationssystem für unsere Sätze. Ohne sie wüssten wir oft nicht, wer die Hauptrolle spielt, wer etwas bekommt oder mit wem etwas passiert. Stell dir vor, jedes Nomen und Pronomen bekommt durch den Fall eine Art Jobbeschreibung im Satz. Das macht Deutsch zwar manchmal knifflig, aber auch sehr präzise. Es gibt 4 Hauptjobs, also 4 Fälle. Okay, 4 Jobbeschreibungen. Das Bild gefällt mir schon besser als trockene Tabellen. Und wer kriegt den ersten Job? Den wichtigsten Job, sozusagen die Hauptrolle im Satz, bekommt der Nominativ. Er ist der Star der Show und antwortet immer auf die Frage wer oder was. Die häufigste Aufgabe, also der Hauptjob des Nominativs, ist die des Subjekts. Das Subjekt ist die Person oder die Sache, die im Satz aktiv handelt oder im Mittelpunkt der Aussage steht. Es ist der Akteur, der Motor des Satzes. Das Subjekt, also der die Action macht oder um den es geht. So wie der Protagonist in einem Film? Perfekter Vergleich. Genau der. Schau mal, ich zeig dir ein paar einfache Beispiele. Der Postbote klingelt. Wer oder was klingelt? Der Postbote. Der Postbote ist unser Protagonist, das Subjekt im Nominativ. Eine neugierige Katze schleicht durch den Garten. Wer oder was schleicht? Eine neugierige Katze. Das Experiment gelingt. Wer oder was gelingt? Das Experiment. Viele Touristen besuchen die Stadt. Wer oder was besucht? Viele Touristen. Okay, das Prinzip wer oder was handelt. Ist klar. Und die Artikel davor, der, eine, das, viele, die gehören dann auch zum Nominativteam? Exakt. Der Postbote, maskulin, eine Katze, feminin, unbestimmt, das Experiment, neutral, viele Touristen, plural. Das sind die typischen Outfits der Nomen im Nominativ. Wir haben also die bestimmten Artikel der, die, das, die, Plural und die unbestimmten ein, eine, ein und im Plural oft gar keinen oder Wörter wie viele, einige, keine. So, das war die erste wichtige Rolle des Nominativs als Subjekt. Aber er kann noch ein bisschen mehr. Kommen wir nun zur zweiten wichtigen Funktion des Nominativs, dem Prädikatsnomen. Das Prädikatsnomen klingt jetzt wieder furchtbar technisch, ist aber ganz logisch. Es kommt nach bestimmten Verben wie sein, werden, bleiben und auch heißen. Ein Prädikatsnomen gibt dem Subjekt eine zusätzliche Identität oder Eigenschaft. Es sagt, was das Subjekt ist oder wird. Prädikatsnomen. Also, wenn ich sage, ich bin Lena, dann ist Lena das Prädikatsnomen und beschreibt ich? Goldrichtig. Genau das ist es. Ich ist das Subjekt im Nominativ und Lena ist das Prädikatsnomen, ebenfalls im Nominativ. Beide beziehen sich auf dieselbe Person. Hier noch ein paar Beispiele. Mein Bruder ist ein begabter Musiker. Wer oder was ist mein Bruder? Ein begabter Musiker. Das beschreibt ihn näher. Sie möchte später Tierärztin werden. Was möchte sie werden? Tierärztin. Trotz allem bleibt er ein Optimist. Was bleibt er? Ein Optimist. Dieser Mann heißt Herr Müller.
Wie heißt dieser Mann? Herr Müller. Verstehe. Also bei Verben wie sein, werden, bleiben, heißen muss ich aufpassen. Wenn danach ein Nomen steht, das das Subjekt genauer definiert, steht das auch im Nominativ. Gibt es da einen Trick, um sicher zu sein, dass es Nominativ ist und nicht was anderes? Ein guter Trick ist, dass du quasi ein Gleichheitszeichen zwischen Subjekt und Prädikatsnomen setzen könntest. Subjekt gleich Prädikatsnomen. Mein Bruder gleich ein begabter Musiker. Das funktioniert, weil beide im Nominativ stehen und sich auf dasselbe beziehen. Und bevor wir zur Übung kommen, noch ganz schnell die Personalpronomen im Nominativ. Das sind unsere Stellvertreter für Nomen. Die kennst du sicher. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie für den Plural und die höfliche Anrede sie. Beispiele: Ich verstehe das. Du, hast du das verstanden? Er hilft uns. Wir lernen zusammen, nicht wahr? Und ihr zu Hause lernt fleißig mit. Ja, die sind bekannt. Das sind die ersten Pronomen, die man lernt. Und deine Beispiele machen es direkt anschaulicher, wie wir oder ihr als Subjekt funktionieren. Richtig. So, genug Theorie für den Moment. Bist du bereit für eine kleine Herausforderung? Ich gebe dir ein paar Sätze und du sagst mir, was das Subjekt im Nominativ ist und ob es ein Prädikatsnomen gibt. Die Sonne scheint heute besonders hell. Dieser alte Baum ist ein Naturdenkmal. Ihr habt wirklich Talent. Sein größter Wunsch bleibt eine Weltreise. Okay, ich versuch's. Die Sonne ist das Subjekt. Wer scheint? Die Sonne. Kein Prädikatsnomen. Dieser alte Baum ist das Subjekt. Und ein Naturdenkmal ist das Prädikatsnomen, weil es nach ist steht und den Baum beschreibt. Ihr ist das Subjekt, ein Personalpronomen. Sein größter Wunsch ist das Subjekt. Und eine Weltreise ist das Prädikatsnomen nach bleibt. Spitze, Lena. Das hast du perfekt erkannt. Du siehst, der Nominativ ist gar nicht so furchteinflößend, wenn man seine Jobs kennt. Was ich heute mitnehme zum Nominativ ist also: Er ist der Star im Satz und antwortet auf wer oder was. Seine Hauptaufgabe ist das Subjekt des Satzes. Er kann auch als Prädikatsnomen nach Verben wie sein, werden, bleiben, heißen dem Subjekt eine Identität geben. Die Artikel und Pronomen in dieser Grundform muss man einfach drauf haben. Exzellent auf den Punkt gebracht. Das ist die solide Basis, auf der wir jetzt aufbauen können. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, was passiert, wenn unser Star, das Subjekt, aktiv wird und direkt mit jemandem oder etwas anderem interagiert. Dann betritt der Akkusativ die Bühne. Ich bin schon sehr gespannt, wie der Akkusativ den Sätzen mehr Action verleiht. Das wird er. Und ihr daheim, bevor wir uns für heute verabschieden, eine kleine Aufgabe für euch. Findet oder bildet selbst 3 Sätze, in denen ihr ein Subjekt und ein Prädikatsnomen im Nominativ verwendet. Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal.